Es ist die nächste ernst gemeinte Warnung. 2024 war das weltweit wärmste Jahr, das jemals gemessen wurde. Das gab heute der EU-Klimadienst Copernicus bekannt. Und die Folgen der Erderwärmung, ausgelöst durch den Klimawandel, sind nicht immer ausgetrocknete Böden. Wie hier Ende Oktober in Valencia, als eine Flut alles hinwegspülte, was im Weg war. Der extreme Starkregen, der dem vorausging, wurde ebenfalls durch Klimaveränderungen mit verursacht. Und was macht die Menschheit, die mit dem Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 maßgeblich zum Anheizen beiträgt? Zumindest im Bundestagswahlkampf spielt der Klimaschutz eine eher untergeordnete Rolle. Über Wärme, die nicht gut tut, Jens Eberl. Diese Schülerinnen und Schüler des Max-Ernst-Gymnasiums in Brühl interessieren sich besonders für die Natur. Sie sind in einer Nachhaltigkeits-AG, betreuen Umweltprojekte und sprechen über aktuelle Themen. Die neuen Zahlen des Copernicus-Instituts machen ihnen große Sorgen. Ich habe halt auch ein bisschen Angst, dass es immer schlimmer wird und dass halt zu wenig gemacht wird. Mein Wunsch wäre, dass die Welt wirklich jetzt merkt, was da draußen passiert. 2024 war laut Copernicus-Institut das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur lag 1,6 Grad über den Werten der vorindustriellen Zeit. Damit wurde zum ersten Mal die 1,5 Grad Marke überschritten. Diese war 2015 auf dem Pariser Weltklimagipfel beschlossen worden. Zwar ist sie mit den neuen Zahlen noch nicht verfehlt, denn dafür müsste die Temperatur über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren im Mittelwert darüber liegen. Doch es sei ein bedenklicher Trend. Dies ist eine eindringliche Warnung, dass wir uns dieser Grenze nähern und dass das Zeitfenster für die Verringerung der globalen Treibhausgasemissionen immer kleiner wird und dass wirklich dringende Klimaschutzmaßnahmen erforderlich sind. Doch selbst wenn sofort das Rad herumgerissen würde, könnte das für manche Regionen schon zu spät sein. Einige Schäden seien auf absehbare Zeit unumkehrbar. Wenn wir einen großen Waldverlust haben, dann wird der Wald nicht innerhalb von wenigen Jahren wieder da sein. Und auch wenn wir die Gletscher verlieren in Grönland und in der Antarktis, dann wird selbst bei einem Stillstand des Klimas werden diese Ressourcen nicht innerhalb weniger Jahre wiederherstellbar sein. Alles keine guten Nachrichten für die nächste Generation, wie die Jugendlichen in Brühl, die sich wünschen würden, mehr in die öffentliche Diskussion um den Klimawandel einbezogen zu werden. Mein Vorschlag wäre, dass man das E-Ladenetz für E-Autos ausbaut, weil oft ist es halt nicht ansprechend, ein E-Auto zu kaufen, wenn man kein eigenes Haus hat. Meine Idee wäre, dass man vielleicht weniger mit dem Auto fährt, vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel weiter ausbaut. Ideen gibt es genug, nur sie müssen auch umgesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler aus Brühl sehen nach den heutigen Zahlen die Politik mehr denn je in der Verantwortung. So, Carsten, jetzt haben wir gerade von Wetterrekorden gehört, die das Klima weiter belasten. Insofern ganz ruhiges Winterwetter von dir würde uns jetzt schon reichen.